So, bin jetzt in der Nähe von Battis und mein erstes Reel hier. Ich suche nach dem Tunnel. Hier soll sich ein alter Tunnel befinden, als damals noch die Linie 38 hier lang lief. Und die neue Linie 38, die läuft ja da unten lang, beziehungsweise die noch existiert. Ja, und hier soll der Tunneleingang sein. Ich glaube, den haben sie mal schön verschüttet. Hier sieht man die alte Bahnlinie, die 38. Die geht da hinten lang, die geht dann so um die Kurve nach Timista. Und von da aus sieht man genau, dass sich hier eine Linie von da unten sieht man es noch besser, genau nach hier lang schlängelt und dann genau da zu verschwinden. Und das ist genau die Angabe, die beim Internet steht, dass da der Tunnel noch herauskommt. Tja, jetzt gehe ich mal zur anderen Seite über die Straße und gucke, ob da vielleicht noch irgendwelche Reste von diesem Tunnel der Linie 38 zu erkennen sind. So. Hier sieht man es noch besser, hier ist die Linie 38, da fährt auch gerade ein Fahrradfahrer vorbei. Schöne Ravel und von da kommt die Bahnlinie. Upp. Genau da rein und weg ist sie. Alles wahrscheinlich gesprengt und zugebuddelt. Schade. Jetzt habe ich hier auf der anderen Seite was gefunden. Auf der anderen Straßenseite. Gerade freigebuddelt und eine alte Struktur. Sieht aus wie ein, keine Ahnung, vielleicht ein Zugang, aber vielleicht auch nur eine Zisterne. Also es sieht irgendwie aus, als wäre es ein Hohlraum, aber ganz komisch. Geht's dann nicht weiter. Tja. Also hier unten, da sieht man die alte Trasse und die geht da genau in den Berg rein und praktisch auf der anderen Seite wieder rauf. Und diese Linie, die sieht man jetzt leider durch die Bäume nicht, die geht bis da hinten zur Autobahn runter, ist praktisch wie eine Rampe hier rauf gebaut. Leider ist der Tunnel verschüttet. Ja, jetzt sind wir hier von der Hauptstraße ein bisschen weggegangen. Andere Seite. Hier liegt schon mal Geröll rum. Holz. Immer ein komisches Zeichen, wenn man viel Holz irgendwie ablagert oder so. Na, schauen wir mal. Ich glaube, der ist genauso verschüttet. Wie man hier sieht, sieht man nichts von diesem verwunschenen, verschwundenen Tunnel. Den haben sie einfach zugeschüttet mit Schutt ohne Ende. Das sieht mir ganz danach aus. Wüsste man jetzt die genaue Position, könnte man sich reinbuddeln. Oder vielleicht haben es auch schon Leute gemacht. Schauen wir mal. Ja, hier voll im Gebüsch gibt es hier doch tatsächlich ein Loch. Aber es sieht eher nach Dachsbau aus. Tja, so läuft es. Manche Expeditionen ins Nichts. Der verwunschene Tunnel oder verschwundene Tunnel liegt wahrscheinlich genau hier. Unter diesem Haufen Schutt. Und wüsste man jetzt, wo er ist, dann könnte man sich freigraben, aber ich glaube, das lasse ich lieber anderen. Ich gehe lieber da rein, wo man noch rein kann. Bis dann. So, jetzt habe ich noch einen Herrn gefunden hier, der ist bestimmt von hier, weil der ist gerade sein Gebet am machen. Von daher will ich mal nicht stören. Vielleicht hört er gleich auf zu beten. Betet schon fast 10 Minuten. Wird wohl eindringendes Gespräch sein. Definitiv hat der Herr mir da hinten dann doch noch ein paar Auskünfte gegeben. Dieser Tunnel, der ist schon im Zweiten Weltkrieg gesprengt worden. Ja, und seitdem ist alles verschüttet. Also der verwunschene Tunnel, der verschwundene Tunnel ist hier unten drunter. Wahrscheinlich noch erhalten, aber beide Eingänge verstopft. Also dann, auf zum nächsten Abenteuer. Wir sind auf dem Weg in das schöne Verviers. Da soll noch ein Tunnel sein von vor dem Krieg, der Linie 38. So hieß sie damals. Verbindung zwischen Battis
Aktionen in petto. Alles klar. Angekommen, in der Nähe von Verviers. Hier ist ein steiler Weg runter. Und jetzt werden wir mal schauen. Da unten waren schon Gesteinsreste. Ob das hier wirklich sein kann, dass hier noch der alte Tunnel liegt. Im Verborgenen. Schauen wir mal. Ja, nix. Da, wo wir hin wollten. Gesetzte Markierung. Daneben ist nix. Ich würde jetzt mal versuchen, da wo wir angefangen haben. Hier ist viel flacher und geht. Da wieder hier raus. Dass der Tunneleingang hier war, von dieser 38b. Das ist der logischste Ort. Hier ist wenigstens noch was hier, wo es runter geht. Das haben sie weggesprengt. Die Bäume sind auch so 40, 50, 60 Jahre alt. Der Haufen sieht aus, als wäre angeschüttet worden im Nachhinein. Ja, wahrscheinlich für die Umbauarbeiten der Autobahn. Somit ist die Linie 38 hier auch der Tunnel nicht mehr auffindbar. Tja, dann auf zum nächsten Abenteuer. Also jetzt haben wir hier mal einen interessanten Ort gefunden. Das Wasser rauscht und wir sind ganz nah an der Markierung. Gesetzte Markierung muss hier sein. Hier muss der Tunnel sein. Er muss hier reingehen in den Berg. Auch alles wahrscheinlich verschüttet oder verbaut. Schauen wir mal. Ja, dann. Schöner Müll. Ja, da jetzt nicht ohne nasse Füße. So. Dieser Wasserabkanal werde ich jetzt mal exploren. Ich weiß, wo er hinführt. Und ja, schauen wir uns das mal an. Extra die Gummistiefel mitgenommen. Laut ist es hier. Gucken, wo er auskommt. Also eine kleine Dusche. 1, 2, 3, Dusche. Ah, stimmt. Aha. Phew. Tja, schade. Das war's. Das sieht echt krass aus. Sehr kalkhaltig hier. Und es tropft mir auf den Rücken. So, gehen wir wieder raus. Viel zu ungemütlich.
Finde ich zu schade. Aua. Anstrengend. Tja. Schon wieder. Schnell raus. Schau mal, frisches klares Wasser. Fuck. Ja, das war wohl eine Finte. Ein Nix. Endet eben nichts. Lala. Ja, das war mal nix. Ein Satz mit X. Ja, also Fazit zu diesem Tunnelsystem oder beziehungsweise den Eisenbahntunneln, die alten, die sind alle verschütt von der Linie 38b. Da gibt es nichts mehr zu finden. Alles ist schön dicht gemacht, wahrscheinlich gesprengt im Zweiten Weltkrieg. Schade. Tja, auf zum nächsten Abenteuer. Also heute nochmal auf der Suche nach der berühmten Linie 38, die von Battis nach Vervi führte. Und zwar in diese Richtung, kommend vom Crescendo weiter herüber unter diesem Fußgängerweg, genau unter dem schönen Place de la Concorde durch und auf die alte Bahnlinie zurückführend. So, das werden wir jetzt erkundigen und zwar im Alleinmarsch heute. Auf geht's! Also hier geht es genau drunter durch, unter diesem schönen Monument à la population verviétoise et ses enfants défenseurs de la justice du droit. Also die alle, die für unser Recht gekämpft haben. Hier sieht man genau die Linie, wo es dahinter durchgeht, diese Linie 38b. Der Tunnel ist praktisch leicht zu erreichen. Auch das alte Theater, welches jetzt renoviert wird, war auch lange lost, aber ist jetzt wieder auf dem besten Weg, ein schönes Theater zu werden. Dann lassen wir uns das mal anschauen. Wir sind genau über dem Tunnel. Hier sieht man die alte Linie. Da unten sind auch die Penner, wenn wir hier abgammeln. Ja, schauen wir uns das mal an. So machen wir es jetzt auch, nur in den anderen Tunnel. Das ist aber der Eingang zum Linie 38. So, und wir schlagen uns jetzt hier einfach mal hinein. Hat ja nichts mitgekriegt. Und hier geht's durch. Auf geht's. Ich glaube, hier muss man ein bisschen aufpassen, wo man lang latscht. So, ich muss jetzt auch erstmal meine... Oh, stinkt. So, auf geht's. Dann gehen wir mal gucken. Da hinten scheint schon die erste Wand zu kommen. Das war eine zweispurige Bahn
Ist aber alles zurückgebaut. Ja. Und komplett zu anscheinend. Na, schauen wir mal weiter. Der einzige Tunnel, der noch übrigens existiert. Wie gesehen jetzt, die anderen Tunnel sind alle zu. Keine Ahnung warum. Hier befinden wir uns jetzt genau unter dem Place de la Concorde. So viel zum... Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich es gefilmt habe. Auf jeden Fall, ja, sind wir hier oben angekommen. Hier ist leider der Tunnel der 38 zu betoniert worden, komplett, und wahrscheinlich von der anderen Seite verschüttet, und da ist dann der Boulevard und der große Spazierweg Richtung Crescendo, heißt das, gebaut worden, und die Schleife, die der Zug dann fuhr, ja, die ist komplett auch zum Opfer gefallen für die neue Industriezone Crescendo. Tja, so viel zu der Linie 38. Gut, dann gehen wir wieder unseren Weg. Hier raus, aus dem Loch. Schade. Ich hätte jetzt erwartet, dass es mehr zu sehen gibt, aber das war's. So viel zur Linie 38, welche ja schon eigentlich vom Zweiten Weltkrieg aufgegeben wurde. Ja, leider kann man hier nicht mehr viel finden. Auch die anderen Tunnel sind alle zu, wie gesagt. Und ja, es gibt vielleicht noch eine Option. In dem einen Schacht könnte man vielleicht sich ein bisschen freibuddeln in der Luftzufuhr von oben. Aber die Chance, da was zu finden, ist relativ gering, glaube ich, weil der Tunnel da auch nicht so groß ist. Der ist vielleicht 200-300 Meter lang, vorne und hinten zugeschüttet. Das heißt, ja, hier wird nicht viel zu sehen. Höchstens 50 Meter rechts und links vom Tunnel, die man vielleicht besuchen könnte. Ja, aber so gesehen, na dann, viel Spaß bei meinen Videos weiterhin.